Im Februar 1942 glaubte der mexikanische Bauer Dionisio Pulido aus seinem Maisfeld Donner zu hören. Doch das Geräusch kam nicht vom Himmel. Die Quelle war ein großer, rauchender Spalt, der Gas- und Gesteinsbrocken spuckte. Dieser Spalt wurde später als Vulkan Paricutin bekannt und in den folgenden 9 Jahren bedeckten seine Lava und Asche über 200 Quadratkilometer Land. Aber woher kam dieser neue Vulkan und was hat seine unvorhergesehene Eruption ausgelöst? Die Geschichte eines jeden Vulkans beginnt mit Magma. Dieses geschmolzene Gestein bildet sich oft in Gebieten, in denen Meerwasser in den Erdmantel eindringen und den Schmelzpunkt dieser Gesteinsschicht senken kann. Das entstehende Magma bleibt meist unter der Erdoberfläche dank des empfindlichen Gleichgewichts von 3 geologischen Faktoren. Der erste ist der lithostatische Druck. Das ist das Gewicht der Erdkruste, das auf das darunterliegende Magma drückt. Das Magma hält mit dem zweiten Faktor dagegen, dem magmastatischen Druck. Das Ringen zwischen diesen Kräften strapaziert den dritten Faktor, die Festigkeit der Erdkruste. Normalerweise ist das Gestein robust und schwer genug, um das Magma an Ort und Stelle zu halten. Wird dieses Gleichgewicht jedoch gestört, können die Folgen explosiv sein. Eine der häufigsten Ursachen für eine Eruption ist ein Anstieg des Magmadrucks. Magma enthält zahlreiche Elemente und Verbindungen, von denen viele im flüssigen Gestein gelöst sind. Bei ausreichend hohen Konzentrationen lösen sich Verbindungen wie Wasser oder Schwefel nicht mehr auf und bilden Hochdruckgasblasen. Wenn diese Blasen die Oberfläche erreichen, können sie mit der Wucht eines Gewehrschusses zerplatzen. Wenn Millionen von Blasen gleichzeitig explodieren, kann die Energie Aschewolken in die Stratosphäre schleudern. Doch bevor sie platzen, verhalten sie sich wie CO2-Blasen in geschütteltem Sprudelwasser. Das Vorhandensein der Blasen verringert die Dichte des Magmas und erhöht die Auftriebskraft, die nach oben gegen die Kruste drückt. Viele Geologen glauben, dass ein solcher Prozess der Auslöser für den Ausbruch des Paricutin in Mexiko war. Es gibt 2 bekannte natürliche Ursachen für solche Blasen. Manchmal befördert neues Magma aus der Tiefe zusätzliche gashaltige Verbindungen nach oben. Diese können aber auch entstehen, wenn das Magma abkühlt. Im geschmolzenen Zustand ist Magma eine Mischung aus gelösten Gasen und geschmolzenen Mineralien. Beim Aushärten verfestigen sich einige dieser Mineralien zu Kristallen. Bei diesem Prozess werden viele der gelösten Gase freigesetzt, was zu einer höheren Konzentration von Verbindungen führt, die explosive Blasen bilden. Nicht alle Eruptionen sind jedoch auf steigenden Magmadruck zurückzuführen. Manchmal kann sich auch das Gewicht des Gesteins darüber gefährlich verringern. Erdrutsche können riesige Gesteinsmengen über einer Magmakammer abtragen, wodurch der lithostatische Druck sinkt und eine sofortige Eruption ausgelöst wird. Dieser Prozess wird als Druckentlastung bezeichnet und war für zahlreiche Eruptionen, wie die plötzliche Explosion des Mount St. Helens im Jahr 1980 verantwortlich. Druckentlastungen können aber auch über längere Zeit durch Erosion oder Gletscherschmelze entstehen. Viele Geologen befürchten sogar, dass der durch den Klimawandel verursachte Gletscherrückgang die vulkanische Aktivität erhöhen könnte. Darüber hinaus kann es zu Ausbrüchen kommen, wenn die Gesteinsschicht nicht mehr stark genug ist, um das Magma darunter zu halten. Säurehaltige Gase und Wärme, die aus dem Magma entweichen, können das Gestein durch sogenannte hydrothermale Alteration zersetzen und das harte Gestein allmählich in weichen Ton verwandeln. Die Gesteinsschicht kann auch durch tektonische Aktivität geschwächt werden. Durch Erdbeben können Risse entstehen, durch die Magma an die Oberfläche gelangt, oder die Erdkruste wird durch das Auseinanderdriften von Kontinentalplatten ausgedehnt. Das Wissen um die Ursachen von Eruptionen macht es leider nicht einfacher, sie vorherzusagen. Wissenschaftler können zwar die Stärke und das Gewicht der Erdkruste grob bestimmen, aber die Tiefe und Temperatur der Magmakammern macht es sehr schwierig, Veränderungen des Magmadrucks zu messen. Dennoch erforschen Vulkanologen ständig neue Technologien, um dieses felsige Terrain zu beherrschen. Fortschritte in der Wärmebildtechnik ermöglichen es inzwischen, unterirdische Hotspots aufzuspüren. Spektrometer können die aus dem Magma austretenden Gase analysieren und Laser die Auswirkungen des aufsteigenden Magmas auf die Form eines Vulkans genau messen.
Hoffentlich werden uns diese Werkzeuge helfen, die gewaltigen Eruptionen dieser volatilen Schlote besser zu verstehen. Bist du bereit, weiterzulernen? Mit diesen Videos kannst du entweder dein vermeintliches Wissen auf die Probe stellen oder mehr über das lernen, was du noch nicht weißt. Abonniere uns und bleib neugierig!